Ich analysiere deine Geld- und Finanzsituation. Wir machen heute eine Finanzanalyse und zwar das erste Mal in unserer Community und zwar von der Sandra. Und die haben ja quasi einen Community-Leserbrief erhalten. Und wir schauen uns heute ihre Situation an, was ich in ihrer Situation sagen und empfehlen würde. Und du kannst für dich schauen, was du für dich auch herausziehst, weil man aus Praxisfällen natürlich immer sehr, sehr viel lernen kann. Und das kannst du zukünftig auch einreichen. Du findest den Link und auch ein paar weitere Links unterhalb von diesem Video. Da kannst du dich dann weiter informieren, da kannst du es auch einreichen. Und dann sehen wir uns vielleicht an dieser Stelle hier auf YouTube wieder. Aber vorweg natürlich, wie jeden Freitag, herzlich willkommen zu Faszination Freiheit. Schön, dass du mit dabei bist. Unsere Tippserie, die es ja schon seit fast 10 Jahren gibt. Ja, und deswegen auch ganz, ganz wichtig, unseren YouTube-Kanal abonnieren mit einem Glockenzeichen und in unseren Freitags-Tippverteiler, damit du keine Episode verpasst und immer reinschauen kannst, was ist das aktuelle Thema, um dann gegebenenfalls reinzuklicken. Also, was hat uns die Sandra geschrieben? Sie ist 55 Jahre jung, hat das Haus verkauft und möchte es absichern. Also betreff, was tun mit 200.000 Euro? Ich brauche eine Strategie. Dann sie schreibt, er steht vor einer großen finanziellen Entscheidung. Ich habe ein Haus verkauft, rund 600.000 Euro. Ich bin ehrlich gesagt völlig überfordert und weiß nicht, was ich machen soll. Ich traue dem Geld- und Bankensystem nicht mehr. Kann ich verstehen. Möchte mein Kapital so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Habe in der Vergangenheit auch schon mit Aktiengeld verloren, ca. 40.000 Euro. Ja, möchte es aber nicht einfach rumliegen lassen und zusehen, wie die Inflation es auffrisst. Das würde nämlich passieren, wenn sie nichts tut. Das hat sie verstanden. Das ist sehr, sehr gut. Aber viele, die lassen es dann einfach nur liegen und machen nichts. Auch habe ich Angst, dass sich der Staat dort bedienen könnte. Wir haben ja mit Währungsreformen im letzten Jahrhundert, also in den letzten 2 Jahrhunderten, seit 1800 in Österreich und der Schweiz 7 Währungsreformen gehabt, auch mehrere Enteignungen. Da kommen wir auf 10 Mal, wo der normalen Bevölkerung das Geld weggenommen wurde. Tja, durch Kriege beispielsweise, durch ausufernde Verschuldungen. Das waren die Haupttrigger. Drüber nachdenken vielleicht. Mein Ziel ist es, mein Kapital breit zu streuen und langfristig abzusichern. Zielsetzung auch wichtig, wenn du uns auch schreibst, dann ist immer mit dazu. Dann, ich denke über Auslandskonten, Immobilien im Ausland oder Beteiligungen nach. Abgesehen von einer Lebensversicherung, in der ich in 6 Jahren ca. 100.000 Euro ausbezahlt bekomme und 40.000 auf meinem Konto, ist das mein einziges Kapital. Also insgesamt knapp 700.000 Euro. Ja, möchte von diesem Kapital sichere passive Einnahmen generieren, von denen ich mein Alter leben kann. Das sehen wir uns nach ein Beispiel an. Ja, und wo ich meinen Lebensabend auch verbringen könnte, möchte, möglichst sicher und mit viel Sonne. Am besten nicht allzu weit weg von Deutschland, da ich hier noch Familie habe. Ja, brauche ich einen konkreten Fahrplan? Am liebsten sofort. Könnt ihr mir helfen? So, liebe Sandra, erstmal vielen herzlichen Dank. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an und hier einige Tipps und Tricks, ja, die ich dir auch empfehlen würde. Das heißt, auch wenn wir ein persönliches Coaching hätten, auch wie in unserem Coaching-Programm. Also, zumindest können wir ein bisschen was machen. Und zwar zum einen, ich möchte mal starten mit unserer Gesamtübersicht. Und zwar, du siehst hier unser Klartext-Geld-Sicherheitsmodell mit den 5 Säulen. Es beruht auf der sogenannten 3-Speichen-Regel, wo man festgestellt hat über Jahrhunderte hinweg, dass niemals alles gleichzeitig in den Bach runterging, sondern dass immer irgendwie was da nach oben ging. Also das heißt, entweder dann Immobilien waren stabil oder Edelmetalle in den Worst-Case-Zeiten, Edelmetalle immer stark angestiegen. Aktuell haben wir ja schon so die Vorboten dazu oder Aktienbereich. Das heißt, wenn man dort drittelmäßig aufgestellt war, ist man eigentlich immer gut zurechtgekommen. So, unser Klartext-Geld-Sicherheitsmodell beruht auf 5 Säulen, ist dann nochmal ausgeweitet. Zum einen berücksichtigt auch das Thema Liquidität und das heißt auch, gibt noch weitere schöne Möglichkeiten, wie man hier investieren kann. Das sehen wir uns nachher auch gleich an. Und auch die Säule Nummer 5, weil es halt viele weitere strategische Möglichkeiten gibt. Und das sehen wir hier auf einer Übersicht. Das sind nämlich einfach mal alle dabei, die du bei uns im internen Bereich, bei unserem Geldsicherheitsmasterplan, viele von euch kennen den ja auch, im internen Bereich dann anschauen kannst, welche konkreten Gesellschaften und Banken auch, zum Beispiel wir selber nutzen. So. Und da findest du zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie du in Krypto investierst. Du kannst dann Kunst anschauen, in Wein, in Whisky. Du kannst in Uhren, wie zum Beispiel in Rolex investieren. Das heißt, du hast sehr, sehr breite Möglichkeiten. So, wie passt das jetzt zusammen mit den 5 Säulen? In der 5. Säule, und da viele, die sind halt strategische weitere Möglichkeiten. Das sind in der Regel jetzt nicht die Hauptanlagevarianten, sei es jetzt wie vielleicht Edelmetalle, wie mit Aktien, wie mit Immobilien. Du kannst auch generell schauen, es gibt kein Muss. Wenn du in alle 15 Varianten zum Beispiel investierst,
Da hast du wirklich eine extrem breite Streuung, schon fast ein bisschen zu viel eigentlich. Aber dann hast du wirklich die Möglichkeit, in 15 unterschiedliche Geldanlagen 7,5% zu investieren. Diese Möglichkeit gibt es. Wenn du das 5-Säulen-Prinzip so machen möchtest, dann ist es keine Regel, es ist einfach nur so eine Leitlinie. Es sind so Ideen und Möglichkeiten. Und es hängt natürlich auch stark von der individuellen Situation ab. Die ist immer unterschiedlich. Aber es gibt da so eine Idee, wie eine breitere Streuung aussehen könnte. Ja, und das erstmal hier und daran orientieren wir uns jetzt auch ein bisschen, gehen das so nacheinander durch. Und wir starten mal erstmal mit dem Thema Lebensversicherung, wie sie auch genannt hat. Und zwar Lebensversicherung im aktuellen Umfeld, für mich persönlich, ja, garantiert. Und zwar, dass du garantiert Geld verlieren wirst. Weil sehen wir uns mal als Beispiel an, wir haben jetzt hier nicht die Rendite von ihr, aber auf 6 Jahre, dass du da die Inflation ausgleichen bzw. sogar schlagen könntest, ganz ehrlich, vergiss es. Nehmen wir mal an, Ihre Lebensversicherung würde, Sandra, das wissen wir jetzt hier nicht, schicken, ja, wir schreiben dir jedes Jahr 4% zu. Sagst du, ja, okay, ja, ist nicht optimal, okay, kann ja zumindest die offizielle Inflation ausgleichen, aber das ist schon mal, was ist die echte Inflation eigentlich wirklich? Ich glaube, keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast, fehlt uns heute ein bisschen die Zeit. Realistisch betrachtet ist die Inflation noch mal ein ganz schönes Stück höher. Also kannst du da schon nochmal locker 50 bis 100% draufrechnen. Wie gesagt, fehlt uns jetzt heute ein bisschen die Zeit, in die Materie reinzugehen. Wie gesagt, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also, so, aber jetzt bei den 4% der Lebensversicherung, sagt man so, ja, das klingt ja noch relativ gut. Ja? Aber da sind die ganzen Kosten und Gebühren nicht mit dabei. Die weisen die dort nicht aus. Das weiß man gar nicht wirklich. Dann kann man dann vielleicht rechnen, da bleibt vielleicht 2, 2,5, mit Glück 3% letztendlich übrig. So, wenn du jetzt rechnest, eine echte Inflation ab 5% aufwärts. Das ist mein persönliches Minimum, was die echte Inflation ist. Also die eben nicht schön gerechnet wird. So, und dann hast du jetzt, sagen wir mal, 2,5%. Dann weißt du, hast du 2,5% und ja vielleicht auch mehr Minus jedes Jahr. Das heißt, es ist eine garantierte Geldanlage, wo du im aktuellen Umfeld Geld verlierst. Genauso mit Bankguthaben, genauso mit Bausparen. Das verstehen die meisten Menschen nicht, sie beschäftigen sich nicht damit. Ja, und glauben, dass ja eigentlich alles gut ist. Nominal sieht ja auch alles gut aus. Aber du weißt selber, es wird immer teurer und teurer und teurer. Die Preise steigen. Ja, und das können wir da nicht mehr ausgleichen. Das heißt, wir verlieren Geld und dadurch entschulden sich die Staaten. Das wissen die übrigens auch. Auch die Notenbanken und Co. Das nur so am Rande. So, deswegen ist es so wichtig, dass du dich damit beschäftigst, sonst wirst du ganz sicher und garantiert zukünftig Geld verlieren. Wie bei den meisten Menschen, bei den meisten Schäfchen dort draußen, die sich halt nicht um dieses Thema Geld und Finanzen kümmern. Ist ja auch in Ordnung, aber im Nachhinein halt nicht beschweren, wenn ich halt komplett ignorant bin und ein Thema ignoriere. Ja, sorry, aber ja, wenn ich um meine Gesundheit kümmere, dann brauche ich mich halt auch irgendwie letztendlich nicht beschweren, wenn ich halt nur Medikamente nehmen muss, die dann in der Regel ja auch nur die Symptome unterdrücken, aber die Ursache nicht wirklich beheben, sodass man lebenslang dann krank ist. Aber gut, ich komme jetzt ein bisschen ab zum anderen Thema. Okay, das beim Thema Lebensversicherung. Und deswegen, wir sehen uns nachher auch noch. Bei Immobilien finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wo man viel planbarer auch so einen Betrag investieren kann, wo man eine echte Substanzwert hat. Aber dazu gleich noch etwas mehr. Dann das Thema Auslandskonto, das ist nicht unser heutiges Hauptthema, aber auch da würde ich streuen. Ich würde mir Möglichkeiten in der Schweiz anschauen, in Liechtenstein, in Dubai, in Singapur, das sind meine persönlichen Favoriten. Da unsere Auslandskonto-Praxisstudie ist sehr, sehr ausführlich, viele spannende Banken. Da müsst ihr auch ein bisschen ausführlicher ins Thema dort reingehen, aber die kannst du auch gerne dort anschauen. Also fangen wir mal an mit den konkreten Geldanlagen. Legen wir mal los mit Liquidität. So, erstmal schauen, okay, was möchtest du an Liquidität haben? Vielleicht sagst du, ich möchte nicht alles in Euro haben, vielleicht habe ich nicht das beste Gefühl dort. Und in der Eurozone, naja, so wirtschaftlich und auch generell politisch und Co. läuft das ja alles nicht so optimal, also vielleicht nicht alles nur in Euro zu haben. Das heißt auch, in weitere internationale Top-Währungen zu investieren. Also hier ein paar konkrete Beispiele, norwegische Kronen. Norwegen, die könnt ihr mit ihrem Staatsfonds jeden Norweger zum Millionär machen in norwegischen Kronen, was immer noch ein 6-stelliger Betrag in Euro darstellt. Es sind Länder, die durchaus diese Möglichkeiten haben. In Deutschland, Europa sieht es ein bisschen anders aus mit Staatsvermögen und Co. Das wird dann, wenn dann, eher noch billig verscherbelt ins Ausland. Wirkliches Vermögen ist ja nicht da, weil, wir haben dafür Sondervermögen, was im Prinzip ja nichts anderes als ein unglaublicher Begriff eigentlich darstellt, weil es ja im Prinzip einfach nur, es ist ja Verarsche, man kann es ja nicht anders sagen. Es sind einfach nur Sonderschulden, die dann verkauft werden, als hätten sie irgendwie einen Gegenwert. Bullshit, also gar nichts an Gegenwert, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, das heißt also auch in andere Währungen zu investieren. Wir werden auch gleich nochmal die Vereinigten Arabischen Emirate sehen. Der arabische Dirham ebenfalls eine sehr, sehr spannende Währung, frei konvertibel, kannst du ebenfalls streuen. Ansonsten empfehle ich dir, die Top 5 aus unserem internen Bereich dort anzuschauen. Dann, nächste Thema Edelmetalle. Für mich eines der wichtigsten Bereiche zur Absicherung, weil wenn wirklich alle Stricke reißen, dann brauchst du Edelmetalle. Dann gehen die massiv nach oben. Und nicht so wie die letzten Monate, sondern dann gehen die steil nach oben. Ich persönlich werde auch definitiv von meinen Edelmetallbeständen definitiv nichts vor 4, eher 5.000 Euro bzw. Dollar bei Gold verkaufen. Das ist im Prinzip dasselbe. Und das heißt, bis dahin bin ich auch tendenziell noch eher auf der Käuferseite. Also deswegen, wir haben auch übrigens den großen Edelmetallabend, den Link findest du unterhalb von diesem Video, das ist ein kostenfreier Abend. Wir haben einen renommiertesten Edelmetall-Experten und Analysten dort zu Gast, den Thorsten Schulte. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen, da mit dabei zu sein. Du wirst einen Anbieter kennenlernen und weitere Edelmetall-Experten, die die Erfahrung mit dir teilen, sodass du weißt, was du tust, damit du da keine Fehler machst. Das heißt, ein bisschen was vor Ort vielleicht, ein paar Unzen, Silbermünzen beispielsweise vor Ort, wo du im Fall der Fälle auch wirklich zum Bäcker gehen könntest, wenn er vielleicht den Euro nicht mehr haben möchte, im Fall der Fälle. Wie gesagt, wir hatten 7 Währungsreformen seit 1800 in Deutschland und in Österreich. Österreich befinde ich mich übrigens gerade hier auch, das ist noch nebenbei erwähnt. Ja, und da kannst du dich halt absichern. Das heißt, schau dir Edelmetalle an. Also auch unser Credo immer und immer wieder die letzten Jahre gesagt, mindestens 10%. Warum nicht vielleicht auch 15 oder 20%? Wie gesagt, das sind individuelle Entscheidungen, die muss jeder selber treffen. Aber ich habe auch nicht nur 10% Edelmetalle und gerade auch im aktuellen Umfeld, ich kann sehr, sehr gut damit schlafen. Und nein, ich bin nicht auf die Verkäuferseite im aktuellen Umfeld, sondern eher noch auf der Käuferseite. Schau aber natürlich auch andere Bereiche, die günstig sind. Ja, wir machen aber weiter mit den nächsten Bereichen. Und zwar, wie sieht es aus mit Aktien? Wir haben jetzt ja noch mal ein bisschen Sonderrabatt erhalten, ähnlich wie bei Krypto beispielsweise, wo man noch mal günstiger einkaufen kann. Wir werden natürlich immer langfristig sehen, ist das jetzt nur ein kurzer Zacken, geht das jetzt noch mal weiter und Co. Wir werden sehen, letztendlich Aktien sind eine spannende Möglichkeit auch zu investieren in realen Substanzwerten. Also auch eine Möglichkeit hier zum Beispiel in ETFs, weil die meisten Fondsmanager, sie schaffen es nicht, den Index zu schlagen, also in den weltweiten Index, MSCI World zum Beispiel, investieren, Nasdaq etc. Das heißt, es gibt hier schöne Möglichkeiten, wie man auch sehr, sehr einfach investieren kann, in seinem Depot breit gestreut und es auch als Streuung mit hineingeben kann. Dann haben wir den Bereich Immobilien, hatte ich schon angedeutet. Ich bin selber im aktuellen Umfeld in 9 Ländern investiert. Und das musst du nicht so nachmachen, würde ich dir auch gar nicht empfehlen, weil das ist so ein bisschen die Ochsentour. Es ist relativ anstrengend mit so vielen Ländern. Wenn man jetzt 2, 3 Länder hat, das ist sehr, sehr einfach und überschaubar. Mit 9 ist es schon immer wieder da zu schauen, aber es funktioniert mit richtigen Partnern vor Ort. Das ist eigentlich das A und O. Dann funktioniert es optimal. Wichtig ist, dass du überlegst, in welchen Ländern will ich investieren. Dann müsste ein Länder sein, die irgendwelchen Ideologien folgen, wie zum Beispiel, weil sie die Welt retten wollen, die sich selber deindustrialisieren, für warum auch immer, die selber die Sozialsysteme ausplündern, die Wirtschaft kaputt machen, ja, also wo es Unsicherheit in Immobilienmärkten gibt, wo über Enteignungen bereits diskutiert wird in der Politik. Würdest du in solchen Ländern investieren? Nein, natürlich nicht. Würdest du dort Immobilien halten und sagen, das ist eine top und sichere Geldanlage? Naja, nein, natürlich nicht, oder? Vielleicht bist du aber trotzdem hier investiert. Nun ja, Sandra war es bis vor kurzem noch, wie wir gesehen haben. Und dann es gibt auch andere Länder, die sind aufstrebend. Da geht die Wirtschaft nach oben. Die haben auch wie zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, die haben Immigration. Und zwar, die haben eine sehr, sehr starke Millionärszuwanderung. Die haben eine qualitative Immigration. Und es gibt andere Länder, die haben eine quantitative Immigration, möglichst viel rein, beziehungsweise die anscheinend sogar Wert darauf legen, dass die Qualität, in Anführungszeichen, möglichst niedrig ist, einfach jeder rein, der nur irgendwie geht und möglichst entfernt von der Kultur. Solche Länder soll es im aktuellen Umfeld geben. Das ist vielleicht mittel- und langfristig nicht so gesund, nicht so optimal, ne? Vereinigten Arabischen Emirate ist im Prinzip genau das Gegenteil, so mehr oder weniger in jedem Punkt, was wir in Mitteleuropa aktuell erleben. Ja, und sehr, sehr stabil, da fließt unglaublich viel Kapital rein. Die haben einen wirklichen Masterplan. Die haben schon mehrfach die Bevölkerung verdoppelt und das qualitativ. Und sie haben es auch nach wie vor weiter vor und folgen einer wirklichen klaren Strategie und wollen das Land richtig voranbringen. Das merkt man. Ja. Dass die Politiker auch in der EU eine Ideologie und eine Strategie haben, das glaube ich schon, aber halt nicht für die Bevölkerung. Ja, gut. Es ist halt auch eine Strategie, es ist halt einfach nur anders ein bisschen. Ja, also von dem her gibt es da Möglichkeiten, deswegen für mich auch, ich bin selber auch in Dubai in Immobilien investiert.
Haben wir übrigens auch bei unserem großen Geldsicherheitstagen als Thema mit dabei, genauso wie das Thema Paraguay, was ein sehr, sehr spannendes Land ist. Ich weiß, ein bisschen exotisch, die meisten können da nicht so viel mit anfangen. Erstmal am Anfang ist eigentlich ein stinklangweiliges Land im positiven Sinne, aber es geht halt einfach stabil nach oben und das ist sehr, sehr schön mitzubekommen. Ich erlebe es seit 2012. Das sind meine persönlichen Favoriten von meinen 9 Ländern, sind das meine 2 Top-Favoriten. Das wirst du übrigens bei den großen Geldsicherheitstagen, du kannst einen Link unter von dem Video, wo ich dir quasi auch mein Netzwerk weitergebe, wo du die Möglichkeiten hast, auch viel intensiver reinzuschauen. Und ich dir das sehr empfehlen kann, dort mit dabei zu sein. Den Event findest du unten, genauso wie den großen Edelmetallabend. Es sind getrennte Events voneinander, die, glaube ich, auch das, was wir heute durchgehen, extrem gut ergänzen. Also schau dir das gerne an und da kannst du wirklich das persönliche Netzwerk kennenlernen. Da haben wir natürlich mehr Zeit als jetzt hier in unserer wöchentlichen Tippausgabe von Faszination Freiheit. YouTube-Kanal abonnieren und Glockenzeichen nicht vergessen. Gut, also das ist das Thema Immobilien und ich hatte ja schon so gesagt, immer so ein Beispiel im Vergleich zur Lebensversicherung. Stell dir vor, du hast garantiert, weißt du bereits bei einer Lebensversicherung, dass du Geld verlierst. So, du weißt, nach der Inflation bist du im Minus. Ja, es ist doch witzlos, dass du als Geld dran gehst, wenn man das schon weiß. Also weil er einfach zuschaut, wie das Geld immer weniger wird. Das heißt, dann beschäftige ich mich halt einmal ein bisschen damit, bin ja beim Edelmetallabend dort mit dabei, bei den Geldsicherheitstagen und schau mir das halt an, weil ansonsten weiß ich ja, ich werde einen Haufen Geld verlieren. So, und jetzt nehmen wir mal an, das mal Praxisbeispiel dort in Paraguay. Es sind einfach ganz normale, stinklangweilige Apartments, wo Menschen leben. So, und dort meine Mietrendite nach allen Kosten und Gebühren 8,6% ist dann angestiegen auf über 9%. Habe ich dann verkauft testweise, um auch den Markt zu testen, okay, kann ich denn da auch so gut und einfach verkaufen? Ging ruckzuck und habe eine Gesamtrendite von über 15% mit den Verkaufserlösen erzielt. Auch mit den Renditen, die ich dort natürlich erhalten hatte. Solche Möglichkeiten gibt es. Dann bist du außerhalb der EU. Ja, selbst wenn da ein Krieg sein sollte, hoffen wir, dass wir das alle nicht erleben werden. Aber dann dort wird einfach gewohnt. Es ist einfach ein ziemlich langweiliges, konservatives, relativ kleines Land dort in Südamerika. Und sehr, sehr stabil. Kriegst einen sauberen Titel. Wie gesagt, wir gehen bei den großen Geldsicherheitstagen viel intensiver dort drauf ein. Sei dort mit dabei, beschäftige dich damit, dann weißt du auch wirklich, von was ich dort eigentlich spreche oder warum das auch so meine persönlichen Top-Favoriten sind, das aus inzwischen 9 Ländern. Und man braucht Leute, die so ein All-Inclusive-Paket einem auch bieten. Und das ist das A und O, weil dann hast du im Prinzip kaum Aufwand und es läuft, es funktioniert, es sind aufstrebende Länder, ja, und es geht weiter. Dann haben wir noch die Säule 5. Da kommt es ein bisschen drauf an. Also man kann da wirklich sehr, sehr breit streuen, liebe Sandra. Du kannst da mal überlegen, okay, vielleicht auch mal beschäftigen, zum Beispiel mit Diamanten, mit Edelstein, mit Krypto, mit Wein und so weiter. Krypto finde ich im aktuellen Umfeld übrigens auch sehr, sehr spannend. Haben wir auch noch mal einen Spezialrabatt erhalten durch den Donald. Vielen Dank dafür, durch seine Zollaktion. Da kann man auch mal wieder ein bisschen günstiger nachkaufen. Sehr schöne Möglichkeiten. Also auch da ein bisschen breiter streuen. Krypto würde ich auf jeden Fall zumindest ein paar Prozent reingeben. Kann ich auch sehr empfehlen. Auch unsere wöchentlichen Tippvideos von dem Krypto Powerhouse. Link findest du ebenfalls unterhalb von dem Video, wenn du dich dort eintragen möchtest. Also damit kannst du dich auch kryptofit machen. Und das ist für mich auch eines der Trendthemen schlechthin für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte. Es wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Das werden wir noch erleben. Wir sind in einer gewaltigen Transformation. Und deswegen ist es wichtiger denn je, dass du dich damit beschäftigst. Gut, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Genau, und zwar das Thema, wo sie ihren Lebensabend verbringen kann. Ja, es soll auch ein bisschen sonniger sein, vielleicht auch nicht so weit weg und es soll sicher sein. Da fallen mir vor allem 2 Länder ein. Also zum einen mal, was mir nicht einfällt dazu, das ist die EU. Wenn man einfach sieht, in welche Richtung das es geht und nur ein Beispiel, wenn da mal die Wahl nicht so ausgeht wie von der EU vorgesehen, dann macht man halt Folgendes wie in Rumänien, dann steckt man den Oppositionellen, der nachweislich die Wahl gewonnen hat, einfach ins Gefängnis und macht dann Neuwahlen. So kann das Ganze aussehen. Das passiert bereits in der EU und wird dort auch, da gibt es auch noch Rückendeckung für genauso eine Politik. So weit sind wir leider inzwischen schon gekommen. Es ist im Prinzip eine Bananenrepublik geworden, was wir dort erleben. Einfach nur mal damit beschäftigen und noch viele, viele weitere Beispiele. Die meisten Menschen wollen halt einfach nicht hinschauen und die Augen öffnen. Deswegen für mich, also wenn ich die Frage stelle, wo würde ich gerne in Zukunft leben, also gerade wenn ich ein freiheitliches Leben suche, dann definitiv nicht dort von der Tendenz. Hier würde ich mir was anderes suchen, weil ich die Möglichkeit hatte, wie zum Beispiel hier, kommt halt immer wieder zum Beispiel nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz zurück. Was ich hier sehr, sehr spannend finde, das vielleicht interessant ist in dem Kontext, das ist Nordzypern. Würde ich mir auf jeden Fall anschauen, liebe Sandra. Flieg mal nach Nordzypern, bist auf unseren Investorenreisen natürlich herzlich willkommen. Kannst das gerne mal anschauen. Sehr spannendes Land. Man kann, das Interessante ist, es ist ja so ein bisschen so wie so ein kleiner Outlaw-State. Ne? Outlaw, ne? Das heißt gesetzlos in Anführungszeichen. Es gibt dort auch Gesetze, aber, muss jetzt mal sehen, Nordzypern ist nur von einem einzigen Land der Welt anerkannt.
und zwar von der Türkei. Es hat aber alle Aspekte von einem sehr, sehr spannenden, schönen Land. Ist unglaublich entspannt, hat übrigens auch Berge und Meer gleichzeitig. Sehr, sehr schön. Also ich fühle mich auch pudelwohl jedes Mal, wenn ich dort bin. Auch im Winter ist es immer noch so frühlingsmäßig, manchmal ein bisschen frisch vielleicht, aber immer schön sonnig, über 300 Sonnentage jedes Jahr. Und man kann es dort richtig gut aushalten. Immobilienpreise auch deutlich günstiger. Also man könnte auch vielleicht überlegen, dort eine Immobilie, das dann in einer guten Lage, die gut vermietbar ist zum Beispiel und auch dort passives Einkommen generieren und dann vielleicht für einen später. Oder halt dann die Auslandseinkünfte, wie zum Beispiel jetzt von Dubai oder Paraguay oder wie auch immer, wofür dass du dich dann potenziell entscheiden würdest, kannst du dort überlegen, auch dort dann zu verwenden und dann dort auf Miete zu leben zum Beispiel. Oder zumindest mal bis dato passives Einkommen generieren. Aber eine Insel, die auch sehr, sehr viel Potenzial hat, immobilienmäßig auch interessant und spannend. Bin übrigens auch selber dort investiert. Also ist auch so im vorderen Bereich für mich nach wie vor noch mit dabei. Also sehr, sehr spannende Möglichkeit. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Genau. Und man kann übrigens systemunabhängig dort leben, also auch mit dem Banksystem, was nicht so direkt angedockt ist mit dem regulären Bankensystem, also was auch viel entspannter ist und auch mit Krypto, weil sie unglaublich kryptooffen sind und hat viele spannende Aspekte. Also mit Nordzypern würde ich mich beschäftigen. Ansonsten auch mal Dubai vielleicht anschauen, kommt man auch trotzdem noch relativ schnell. Das sind ca. 5 bis 6 Flugstunden. Sehr, sehr gute Flugverbindung, gerade wenn man ein internationales Reiseleben haben möchte, könnte Dubai vielleicht auch sehr spannend sein. Man muss halt den Vibe auch mögen und es ist im Sommer natürlich sehr heiß, aber im Winter ist es auch super angenehm. Also die beiden fallen mir besonders ein. Vielleicht auch bei der Sicherheitssituation übrigens beide Länder sehr, sehr interessant und spannend. Ja, also die würde ich mir dann auf jeden Fall genauer anschauen. Ja, wie kannst du jetzt weitermachen? Vielleicht noch so ein paar abschließende Zusammenfassungen, Tipps und Tricks. Wir konnten mal so eine Grobübersicht hier machen. Wie gesagt, liebe Sandra und auch wer mit dabei sein möchte für unseren großen Edelmetallabend, du bekommst auch wirklich die Möglichkeiten, die ich selber nutze. Wir haben einen der bekanntesten Edelmetallexperten mit dem Thorsten Schulte dort mit dabei. Ansonsten auch unsere großen Geldsicherheitstage am 17. und am 18. Mai. Seid dort auf jeden Fall mit dabei. Das ist quasi ein großes Event. Wir haben bei beiden Events ein paar tausend Teilnehmer dort live mit dabei und tolle Experten aus meinem Netzwerk, die wir dann weitergeben und exklusiv auch für dich live bei diesem Event öffnen. Und nein, es gibt kein Replay. Also nimm dir die Zeit und die Priorität. Hey, wenn dir dein Geld wichtig ist, dann kümmere dich drum. Wenn es dir nicht so wichtig ist, dass das dann vielleicht weg ist, dann so what? Ne? Dann kümmere dich nicht drum. Alles gut. Aber ansonsten sei doch mit dabei. Mein Tipp als Pflichttermin und da kannst du deine Geldmuskel über trainieren und das ist eben das Wichtigste. Wir müssen up-to-date bleiben, müssen uns damit beschäftigen, damit wir oben fit sind für die zukünftigen chaotischen Zeiten. Ich glaube, das richtige Chaos hat noch gar nicht angefangen. Das kommt erst noch alle auf uns zu. Wir sind in einer großen Transformationszeit. Die großen Machtblöcke und Modelle werden sich gravierend verändern. Das gesamte Geldsystem wird sich verändern. Auch das wird übrigens Thema sein bei den Geldsicherheitstagen mit KI. Wir haben Zukunftsforscher mit dabei. Also es wird sehr, sehr spannend werden, das kann ich dir versprechen. Also es sind wirklich Events, die Leben verändern und transformieren können. Und ansonsten, wir bieten übrigens auch Coaching-Pakete an. Also kannst du auch von mir persönlich coachen lassen und auch von meinem Team. Das heißt, wo wir mehrere Coachings haben, die es dann 1:1 begleiten. Das ist einfach auch nochmal als Hinweis, du kannst dich dafür bewerben. Die Links von all dem, was ich angesprochen hatte, das findest du unterhalb von dem Video. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich auf dich. Du kannst auch deine Situation gerne einreichen. Dann kann ich das genauso bei dir analysieren, wenn du das möchtest. Und dann sehen wir uns hier vielleicht wieder. Wie gesagt, auch immer die Freitagsmail lesen, da sind immer alle Themen unserer sehr, sehr bunten Community mit enthalten. Also ganz liebe Grüße hier, aktuell aus Österreich. Bis bald.